Hast du auch innere Stimmen im Kopf, die immer wieder irgendwelche Botschaften haben oder dich daran hindern, gewisse Ziele zu erreichen oder dir gewisse Dinge vielleicht sogar verbieten? Und kennst du diese Stimmen schon immer oder sind sie irgendwann vielleicht entstanden? Innere Kritiker sind ein Phänomen, welches durch Entwicklungstrauma zum Teil der Identität wird und nicht einfach als Glaubenssatz zu heilen oder zu transformieren ist. Denn innere Kritiker sind sehr tief in deinem Körper und sie bewirken sogar physiologische Anpassungen und Zustände im Nervensystem. Ich habe dir heute 7 solche inneren Kritiker bei Entwicklungstrauma mitgebracht. Ich bin Gabriela, bei mir erfährst du alles über Entwicklungstrauma und KPTBS und ich freue mich jetzt richtig. Egal, ob die Gefahr von passiver Verlassenheit durch Vernachlässigung oder aktive Verlassenheit durch Misshandlung oder Missbrauch ausgeht. Wenn Eltern keine ausreichend sichere Bindung und positives Feedback gewähren, dann stolpert das Kind früher oder später in Angst und Furcht hinein und versucht verzweifelt, die mit seiner Verlassenheit einhergehende Angst und Depression zu lindern. Der innere Kritiker bei komplexer posttraumatischer Belastungsstörung ist ein Teil der Psyche, der die Regeln der Eltern erlernt und deren Akzeptanz zu erlangen. Der innere Kritiker ist sozusagen ein übersteuerter Anteil von der Psyche, das verzweifelt versucht, den Beifall der Eltern zu gewinnen. Wenn das Streben aber nicht schafft, dass die Eltern einen annehmen, wird der innere Kritiker zunehmend auch feindselig und bissig und verkommt zu einer bösartigen inneren Stimme, die immer mehr Selbsthass, Selbstekel und Selbstaufgabe demonstriert. Der innere Kritiker gibt also unaufhörlich die Schuld an Unzulänglichkeiten, die seiner Meinung nach die Ursache für die Ablehnung der Eltern sind. Er versteht einfach nicht, dass die wahre Ursache in den Unzulänglichkeiten der Eltern liegt. Solche innere Kritiker sind in der Lage, Flashbacks auszulösen und das Nervensystem zunehmend nicht nur in einen übererregten, sympathischen Zustand zu treiben, sondern in zunehmender Hypervigilanz. Hypervigilanz ist eine extreme Wachsamkeit gegenüber Gefahren. Sie entwickelt sich dann, wenn man zu häufig echten Gefahren ausgesetzt war. Im Bemühen, Gefahren zu erkennen, vorherzusehen und zu vermeiden, verwurzelt sich die Hypervigilanz im ganzen Dasein des Betroffenen. Ob du sowas Ähnliches selbst erfahren hast? Vielleicht sagt dir auch der Begriff Screening-Persönlichkeit etwas. Das bedeutet nichts anderes, als dass du stets nach Gefahren Ausschau hältst und dass du die Umgebung und Objekte, Gegenstände und Personen, Gegebenheiten, Fakten, alles stets einscannst und prüfst, ob dahinter sich vielleicht Gefahr verbirgt. Als ein wunderbares Fallbeispiel für dich, um zu verstehen, was Komplextrauma bzw. Entwicklungstrauma so ausmacht, im Gegensatz zu einem Monotrauma. Zum Beispiel Soldaten, die in Afghanistan gekämpft haben, die zu lange im Einsatz waren. Dort setzt sich eine posttraumatische Belastungsstörung natürlich auch ein, weil sie das Gefühl gehabt haben, unentwegt angegriffen zu werden. Bei Entwicklungstrauma gesellen sich zu den äußeren Angriffen der Eltern jetzt auch leider zusätzlich noch innere Angriffe. Und diese verriegeln das Nervensystem des Kindes in einem Zustand der Hypervigilanz und der sympathischen Erregung. Und noch mehr,
Das Kind, das vom Kritiker getrieben ist und stets daran denken muss, in welcher Hinsicht es zu sehr oder nicht genug ist, entwickelt sich ein Ich-Gefühl, welche keinen Raum mehr zur Entwicklung haben wird und wo seine Identität praktisch selbst zum Kritiker wird. Anders ausgedrückt, der innere Kritiker ist ein Selbstschutzprogramm, beziehungsweise es sind ja verschiedene Programme, die sich anfühlen wie ein Krebsgeschwür, denn ich kann sie nicht einfach nur abschütteln. Es sind keine Glaubenssätze oder Aberglaube, sondern sehr, sehr tiefe toxische Überzeugungen, die tief im Nervensystem und in unserer Seele hinterlegt sind. Und nun, ich habe 7 inneren Kritiker identifiziert, wie am Anfang angekündigt, und lasst uns anschauen, welche tiefgreifende physiologische Reaktionen diese innere Kritiker auslösen. Gleich zum ersten, der Leistungstreiber. Wenn dieser innere Kritiker aktiv ist, steht der Körper ständig unter hohem Druck und Stress. Er setzt hohe, normalerweise unerreichbare Maßstäbe und hat Mühe, Dinge als abgeschlossen zu bezeichnen. Oft verleitet dich dazu, gleichzeitig mehrere Projekte zu beginnen und alle perfekt abzuschließen. Du übernimmst dich permanent, verrichtest Arbeiten, die zu viel sind, wählst du einen Beruf, der dich maßlos überfordert, und engagierst du dich in Vereinen und freiwilligen Kreisen. Du fühlst dich wie getrieben und bemühst dich unentwegt. Das ständige Gefühl, nicht gut genug zu sein, kann die Ausschüttung von Stresshormonen wie Cortisol erhöhen, was zu chronischer Müdigkeit, Schlafstörungen und sogar zu einem geschwächten Immunsystem führen kann. Wenn der Cortisolspiegel auf Dauer so hoch bleibt, startet ein Teufelskreis im Stoffwechsel, der nur schwer zu unterbrechen ist, und eine sympathische Überregulation ist vorprogrammiert. Folgeerkrankungen wie Entzündungen, Diabetes oder Autoimmunerkrankungen können als Ergebnis entstehen. Der zweite innere Kritiker ist der Schuldgefühle-Auslöser. Dieser innere Kritiker lässt kein gutes Haar stehen und kritisiert dich für vergangenes Fehlverhalten, deinen Wesen, deine Beziehungen und dein gesamtes Leben nach den Maßstäben der ursprünglichen Familiengemeinschaft oder Kultur. Schuldgefühle können das Nervensystem in einen Zustand permanenter Alarmbereitschaft versetzen. Dieses ständige Grübeln über vergangene Fehler kann zu erhöhter Herzfrequenz, Muskelverspannungen und Magen-Darm-Problemen führen. Insbesondere toxische Schuldgefühle, die durch verbalen und körperlichen Missbrauch entstanden sind, verursachen eine tief verwurzelte Scham, die sich in das Selbstbild einprägt und das Nervensystem chronisch dysreguliert. Diese Art von innerem Kritiker lässt uns glauben, dass wir ständig auf der Hut sein müssen, um weitere Fehler zu vermeiden, was zu einem ständigen Gefühl der Überforderung führt. Die dritte Stimme vom inneren Kritiker ist der Angstmacher. Dieser innere Kritiker speist sich aus den Ängsten, die aus unsicheren und traumatischen Erfahrungen stammen. Diese innere Stimme versucht, dich an einen bestimmten Standard anzupassen, der von der Familie, der Gemeinschaft oder der Kultur vorgegeben wird, und stiftet dir Angst, dein wahres Selbst zu zeigen, was zu Ablehnung und Verlassenheit führt. Es verstärkt jede mögliche Gefahr und lässt uns ständig in einem Zustand der Anspannung und Hypervigilanz leben. Das Nervensystem wird dadurch in einen dauerhaften Kampf- oder Fluchtmodus versetzt, was langfristig erneut zu Erschöpfung, Schlafstörungen und chronischen Gesundheitsproblemen führen kann. Diese übertriebene Angst verhindert, dass wir uns neuen Herausforderungen stellen oder unser volles Potenzial im Leben ausschöpfen. Der vierte innere Kritiker ist der Misstrauensstifter.
Der Untergrieber flüstert uns leise, aber beharrlich ein, dass wir nicht gut genug sind. Sie untergräbt dein Selbstvertrauen, Integrität und deine Fähigkeiten, damit du dich klein fühlst und untergeordnet bleibst. Er lässt dich kein Risiko oder Veränderungen einzugehen und damit boykottiert oft dein Leben. Diese Stimme kann so subtil und schwer zu erkennen sein, aber ihre Auswirkungen sind tiefgreifend. Sie führt zu einem ständig niedrigen Selbstwertgefühl und hindert uns daran, unsere Fähigkeiten und Talente zu erkennen und zu nutzen. Das Nervensystem reagiert auf diese ständige Selbstzweifel mit Stress und Angst, was die Fähigkeit zur Selbstregulation weiter erschwert und uns in einem Teufelskreis der Selbstsabotage hält. Unendliche Gedankenschleifen und das Grübeln bringen dich in die Überregulation und zu schlaflosen Nächten. Der 5. innere Kritiker ist der Selbstwertzerstörer. Der Zerstörer geht noch einen Schritt weiter und greift unseren Kernwert an. Er überzeugt uns davon, dass wir grundsätzlich unfähig oder unwürdig sind. Diese tief sitzende Überzeugung kann zu extremen Gefühlen der Hoffnungslosigkeit und Wertlosigkeit führen. Er greift dich im Innersten, deinen Selbstwert an. Diese Stimme sagt dir, dass du voller Fehler bist und keinen grundlegenden Respekt und Verständnis verdienst. Das Nervensystem gerät dadurch in einen Zustand chronischer Untererregung, was zu Depressionen, Antriebslosigkeit und sozialem Rückzug führen kann. Deine Frusttoleranzgrenze ist sehr niedrig und gibst mittlerweile auch schnell auf. Die ständige innere Zerstörung unserer Selbstachtung untergräbt jegliche Bemühungen zur Heilung und Genesung. Der Muss-Erzwinger. Der Zwinger drängt uns dazu, uns ständig den Erwartungen anderer anzupassen und dabei unser wahres Selbst zu ignorieren. Vielleicht verspürst du auch oft das Gefühl von „Ich muss". Dieses Verhalten kann zu einem Gefühl der inneren Entfremdung, der Personalisation und Authentizitätsverlust führen. Wieso? Wenn wir ständig versuchen, den Erwartungen anderer zu entsprechen, dann unterdrücken wir unser wahres Selbst. So kann das Nervensystem in einen ständigen Zustand der Anspannung versetzt werden. Denn du bist nur noch damit beschäftigt, die Wünsche anderer zu erahnen und dich entsprechend zu reglementieren, was erlaubt sei und was nicht. Du übergehst deine Intuition und deine echten Bedürfnisse. Dies führt zu einer kontinuierlichen Überaktivierung des sympathischen Nervensystems und einem ständigen Gefühl der Überwältigung. Langfristig kann dies zu Burnout, chronischer Erschöpfung und einer Vielzahl von stressbedingten Erkrankungen führen. Und der 7. innere Kritiker ist der Aufseher. Der Aufseher treibt uns unaufhörlich an, immer härter und länger zu arbeiten, ohne Rücksicht auf unsere physischen und emotionalen Grenzen. Arbeiten an uns selbst und unseren Fähigkeiten, an unseren Beziehungen und Sportleistungen und natürlich am Arbeitsplatz. Das ist wie ein innerer Chef, drängt dich weiterzumachen und befürchtet, dass du faul seist, wenn du damit aufhörst und dass andere dich als Versager einstufen. Diese Stimme flüstert uns ein, dass wir nur dann wertvoll sind, wenn wir produktiv und erfolgreich sind. Dieser innere Kritiker zwingt uns in einen Zustand unermüdlicher Anstrengung, ohne Pausen zur Erholung zu erlauben. Diese ständige Überlastung kann das Nervensystem überfordern und zu einem Zustand der Dysregulation führen, in dem der Körper nicht mehr in der Lage ist, sich ausreichend zu entspannen und zu regenerieren. Das Nervensystem reagiert auf diese ständige Überforderung mit chronischem Stress
und erhöhte Cortisolausschüttung, was zu Schlafstörungen, Herz-Kreislauf-Problemen und einem geschwächten Immunsystem führen kann. Die ständige Erschöpfung und das Gefühl, nie genug zu tun, untergraben unsere Fähigkeit, uns zu entspannen und echte Erholung zu finden. Und du fragst jetzt wahrscheinlich, wie man diesen inneren Kritikern begegnen kann und das Nervensystem wieder reguliert bekommt? Um Entwicklungstrauma und KPTBS zu meistern, ist es entscheidend, Strategien zu entwickeln, um diesen inneren Kritikern zu begegnen und das Nervensystem zu regulieren. Einige der Ansätze können sein, dass du Körperarbeit und somatische Übungen, Techniken wie Yoga, Tai Chi oder Atemarbeit übst, damit du das Nervensystem beruhigen kannst und Körper und Geist wieder in Einklang bringst. Dies setzt voraus, dass du dein Hypervigilanz, also dein oberster Überreguliertsein, bereits durch intensivere Techniken etwas schon besänftigt hast. Danach bist du in der Lage, auch Achtsamkeit und Selbstmitgefühl zu praktizieren, denn das Praktizieren von Achtsamkeit kann dir helfen, die eigenen Gedanken und Gefühle bewusster wahrzunehmen, auch diese Teufelskreise vielleicht irgendwann rechtzeitig zu erkennen und diese auch zu vermeiden. Und Selbstmitgefühl ermöglicht dir, dich selbst mit Freundlichkeit und Verständnis zu begegnen, anstatt sich selbst zu verurteilen. Positive Selbstbekräftigung kann auch natürlich sehr gut dabei helfen, dass du negative innere Dialoge ersetzt, und zwar durch positive Selbstbekräftigung, das Selbstwertgefühl zu stärken und den Einfluss der inneren Kritiker zu mildern. Und natürlich Grenzen setzen, denn das Erlernen, gesunde Grenzen zu setzen und sich selbst Raum für Erholung und Selbstfürsorge zu geben, sind essentiell dafür, dass du dein wahres Selbst und deinen Körper schützen und wahren kannst. Wir haben jetzt 7 innere Stimmen beleuchtet und auch die Folgen von diesen inneren Stimmen, die im Körper bewirken und auslösen. Welche von diesen 7 inneren Kritiker kennst du? Und welche Folgen hast du bei dir selbst erkannt? Ich freue mich auf deine Kommentare und wünsche dir eine wirklich gute Zeit. Bis zum nächsten Mal, Gabriela.